Rubber Band KI in Need for Speed sollte jedem, der diese Spiele gespielt hat oder auch noch spielt, ein Begriff sein. Rubber Band ist einfach eins der krassesten Features, welches Bots haben. Rubberbanding bedeutet im Grunde für die, die es vielleicht nicht genau wissen, dass der Gegner immer wieder aufholen kann und hinter dir hergezogen wird quasi. Ihr müsst euch das vorstellen wie ein Gummiband, das ihr zieht und dann loslasst. Ja? Da, wo ihr das Gummiband festhaltet, das seid ihr. Und da, womit ihr zieht, das ist der Bot, der immer weiter zurückfällt. Und irgendwann macht es einfach plupp und das Ding schnellt wieder nach vorne. Das ist mal ganz grob und doof erklärt jetzt, ja. Um euch heute mal was zu demonstrieren, habe ich Carbon gewählt, weil aus Underground und so weiter kennt man die KI, aber hier in Carbon ist das Besondere, wir können einen Bot fahren lassen. Und ja, der kann zwar keinen Hyper-Speed-Boost benutzen, wie es manche Bots machen, aber man merkt schon, dass der Wagen wesentlich krasser auf der Straße liegt und auch relativ, ja, etwas schneller ist. Das werden wir gleich im Canyon feststellen. Allerdings, ich hatte hier die Battle Royale Mod installiert und irgendwie hatte ich zum Anfang erstmal vergessen, dass ich da noch diese Limit Adjuster Mod drin hatte. Ihr habt ja gerade gesehen, diese Massen an Autos. Und ja, irgendwie hat da alles nicht so funktioniert, wie ich wollte. Auch grafisch dachte ich erstmal kurz, was? Ich war nämlich so sehr diese Redux-Mods gewohnt, dass ich schon vergessen habe, wie Carbon eigentlich ursprünglich aussah. Also hier sieht man ja der Asphalt und so sieht ein bisschen merkwürdig aus. Mein Redux-Mod hat aber nicht mehr funktioniert. Aber irgendwann dachte ich mir so, okay, so, weil irgendwie das, was ich vorhatte, hat nicht funktioniert. Der R8 war auch wesentlich langsamer in der Mod, irgendwie ganz komisch. Also habe ich versucht, den ganzen Shit zu reparieren. Hab's auch wieder zum Laufen bekommen, aber irgendwie waren dann meine Autos weg und hier und da waren wieder Einstellungen falsch. Also nochmal rein in die Settings, hier und da rumbasteln, in der Hoffnung, dass ich mein Profil wieder vernünftig herstellen kann. Hat dann auch geklappt, was ich aber vergessen und nicht bemerkt habe, war, ja, ich hatte die BAM-Mod mit drin und, Digga, ich habe mich so erschreckt am Anfang. Ja, das ist eine ganz tolle Mod auf jeden Fall. Ja, erstmal Randa R8 kaufen und tunen. Ne? Den hatte ich nämlich nicht mehr in der Garage, um dann den ganzen Test hier mal zu machen. Ja, dann habe ich natürlich das Darius-Event genommen und mich erstmal vorgearbeitet. Kenji, Wolf und wie hieß die andere nochmal? Angie, genau. Ja, die haben das Ganze nicht ganz so enjoyed wie ich, aber okay, letztendlich habe ich es zu Darius geschafft und ihm natürlich auch erstmal payen lassen für meine Kindheit, die er mir da manchmal schwer gemacht hat. Nachdem ich meine Aggression an ihm ausgelassen hatte, ging es dann endlich in den Canyon und ich war bereit, es zu testen und euch zu zeigen. Doch allerdings lief da nicht alles so wie geplant. Die Punkteanzeige war verbuggt und irgendwie war Darius urlangsam. Ich weiß nicht warum, ob ihn irgendwie die Motivation und der Wille zum Leben und Gewinnen verlassen hat. Ich frage mich, woran das liegt. Naja, nachdem das alles auch nicht geklappt hat, bin ich also einfach in den Creek Race Modus, habe da einen Gegner auf Hard eingestellt und bin da gefahren. Und es hat auch gut geklappt. Man sieht ganz gut, wie schwer es der R8 hat, da hinterher zu kommen. In diesem Moment jetzt hier bin ich gefahren und der Diablo vorne, der hat schon ordentlich was drauf. Also der ging schon gut nach vorne. Ich kam zwar gut dran wieder, aber zum Überholen hat es am Anfang erstmal nicht gereicht. Weil es ist halt, man hat es wahrscheinlich, vielleicht habt ihr es damals auch bemerkt, die Dinger haben irgendwie einen Grip und kommen ganz anders durch die Kurven als du mit deinem Auto. Dementsprechend war das immer schwer und eigentlich war es bei Darius genauso, wirklich. Also damals kam mir Darius richtig schwer vor. Es kommt natürlich an, welches Auto man nimmt. Also mit der Dodge Viper zum Beispiel oder dem Mitsubishi Lancer ging das eigentlich ganz gut. Der Evo hatte zum Beispiel halt ein gutes Handling. Die Viper hatte brutale Beschleunigung, da konnte man eigentlich relativ easy mit Darius mithalten. Andere Autos waren da halt nicht so geeignet. Ja, aber irgendwie war es hier buggy wahrscheinlich, weil ich den die ganze Zeit durch die Gegend gekickt hatte. Ja, hat da nicht mehr so viel Gas gegeben, wie ich es eigentlich erwartet hätte.
Und ja, wie ihr seht, ich fahre und fahre und fahre. Und jetzt haben wir hier diesen Punkt, da bin ich, glaube ich, ein bisschen schneller. Oder täusche ich mich gerade? Ich müsste den eigentlich eingeholt kriegen. Wohl, nee, da auch nicht. Ich glaube, da bin ich kleben geblieben, genau. Aber ihr habt gesehen, wirklich nicht ganz so einfach. Und jetzt lassen wir mal den Bot fahren. Jetzt gleich in der ersten Kurve, hier sieht man schon direkt, wie er besser durch die Kurve kommt. Viel mehr Grip und auch Gravitation gefühlt. Die Bodenwelle hat ihn gar nicht gestört. Durch das Bot, der geht nach vorne, ist unnormal. Guckt es euch einfach mal an. Wirklich, jetzt fährt ein Bot. Ich garantiere euch, ich bin nicht gefahren. Ja, hier küsst er eben auch schon den Pöppes. Also man merkt wirklich, der Bot kommt da viel besser klar und hinterher. Und jetzt fährt er einfach vorbei, YOLO, easy am Diablo vorbei, als wäre da nichts. Und das war's im Grunde auch schon. Der R8 hat den Diablo vernichtet, was ich nicht mal eben so geschafft habe. Ja, das Ganze habe ich einfach nochmal wiederholt mit dem M3 GTR. Jetzt in diesem Moment fahre ich wieder, ne, ein Mensch. Und als Gegner haben wir dann F40, auch ziemlich schnell, schwer dran zu bleiben, also richtig flottes Geschoss. Auch ein geiles Auto, der alte Ferrari F40, wirklich, da habe ich damals noch ein Modellauto von gehabt, aber ja, ich war noch klein und die Reste davon liegen irgendwo in der Garage rum. Aber man sieht es ja ganz gut, schon über 25% der Strecke. Ich habe ihn noch nicht eingeholt und bin auch nicht direkt hinter ihm, also der macht schon ganz schön Feuer da vorne. Und wir lassen jetzt gleich natürlich den Bot nochmal gegen den F40 antreten. Aber ich lasse das hier noch kurz durchlaufen, weil natürlich möchte ich auch zeigen, dass es nicht unmöglich ist, solche Gegner zu besiegen. Natürlich, ich habe das Spiel lange nicht gespielt. Ich bin nicht auf meiner vollen Höhe hier, aber schon gut dabei. Und ich glaube, ich habe ihn sogar noch gekriegt hier in dem Lauf. Weil diese Strecke hat halt einen Abschnitt, wo man relativ gut durchkommt, wenn man sich gut anstellt. Und da schafft man es fast immer, die Bots einzuholen, wenn man keine Scheiße baut. Und ich glaube, jetzt müsste es gleich soweit sein. Ja, genau, hier vernünftig durch, Speed aufbauen und vorbei. Ne? Natürlich muss er auch erstmal vorne bleiben. Ne? Das ist auch so ein System. Meistens knallen die Bots nochmal richtig rein, wenn sie hinter dir sind. Aber in dem Fall hat es geklappt. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie sich der Bot anstellt. Ja, keine Probleme, hat sich den F40 noch früher gekrallt als ich. Also man sieht auf jeden Fall, die Bots, selbst die man selber aktivieren kann, gehen hier richtig ab. Und ja, jetzt wisst ihr, warum ihr vielleicht damals hier und da mal Schwierigkeiten hattet in dem Rennen. Natürlich geht das noch schlimmer. Diesen Boost, den ich jetzt zum Beispiel nehme, wo ich total abgefahren hier durch die Gegend fliege, können die Bots ja auch benutzen. Natürlich nicht in diesem psychopathischen Ausmaß, dass die durch die Gegend fliegen, aber ungefähr so funktioniert halt auch Rubberband. Kennt man halt auch aus Underground, wenn die auf einmal mit 400-500 km/h aufholen. Ne? Und ja, da dachte ich, ist mal ganz interessant, sich mal anzuschauen. Deswegen gibt es dieses Video. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. War ja auch ein bisschen lustig an manchen Stellen. Ja, das ist die KI. Natürlich hatte ich jetzt überlegt, warte mal, wenn ich doch jetzt schon diese Mod habe, wo ich Druckwellen erzeugen kann und so weiter, dann wäre es doch ganz lustig, wenn ich hier wieder ganz viele Gegner aktiviere und Polizei vor allem, diese 250 Autos. Ich hatte davon ja mal ein Video hochgeladen, was ich aus Versehen irgendwie gelöscht habe.
Und ja, das machen wir dann irgendwann auch nochmal. Das ist bestimmt auch eine ganz lustige Angelegenheit. Aber für heute war es das erstmal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und erzählt mir doch mal, ob ihr damals auch irgendwie so ein paar Momente hattet, wo ihr dachtet, die KI ist viel zu schnell. Ne? Und ja, oder habt ihr überhaupt Carbon gespielt? Ich finde es ja eigentlich ein ganz geiles Game. Also auf jeden Fall kein Titel bei Need for Speed, wo ich sagen würde, absoluter Müll. Also mir hat es gefallen. Ich spiele es auch heute noch gerne. Wirklich ein tolles Spiel, nicht nur wegen der Story. Ne? Also naja. Also dann, ich bin raus. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.